Meine FC Bayern Bundesliga-Prognose für das Heimspiel gegen Union Berlin am 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga 25/26. Hallo liebe FC Bayern-Freunde, ja, nach der Champions League, nach dem wieder sehr guten 4:1 und damit der Einzug ins Champions League-Finale, hochverdient natürlich, geht's weiter nun für den FC Bayern in der Fußball-Bundesliga und noch ein Spiel und dann ist ja auch erstmal Länderspielpause und genau darum geht's auch. Gratulation an die FC Bayern-Spieler, 7 Spieler an der Zahl im DFB-Aufgebot von Julian Nagelsmann. Gratulation natürlich nochmal extra an Bayern-Torwart Jonas Obek und natürlich auch an Lennart Kahl. Aber auch gerade beide Bayern-Spieler haben es hochverdient und für mich noch einmal, Jonas Obek sollte auch der FC Bayern-Nachfolger von Manuel Neuer im Bayern-Tor werden. Und natürlich Lennart Kahl, er muss auf jeden Fall auch mit zur Fußball-Weltmeisterschaft. Dazu natürlich auch Kimmich, Tah, Pavlovic, Goretzka und natürlich auch noch Serge Gnabry. Aber jetzt geht es ja hier um das Heimspiel von Bayern gegen Union Berlin in der Fußball-Bundesliga. Und ja, Vincent Kompany muss gegen Union auf 5 Bayern-Spieler verzichten. Und natürlich dann gleich im Video die mögliche Kompany-Aufstellung für Bayern gegen Union. Dazu natürlich auch weitere Fakten rund um dieses Bundesligaspiel und natürlich mein Bundesliga-Tipp für Bayern München gegen Union Berlin am Ende des Videos. Möchtest du mehr Bayern-Videos sehen von meinem Kanal Werners Fußballecke, dann danke ich dir schon mal für ein Like, natürlich fürs Video und für ein Abo für Werners Fußballecke. Und ja, schreib deinen Bundesliga-Tipp für Bayern gegen Union natürlich unten in die Kommentare. Ja, und bevor wir uns natürlich gleich ausführlicher über die Vincent Kompany Startelf für Bayern gegen Union unterhalten werden, schauen wir uns kurz noch ein paar wirklich interessante Fakten rund um Bayern gegen Union an. Also dranbleiben. Ja, nach der Champions League Gala gegen Atalanta Bergamo geht es jetzt für den FC Bayern München wieder in der Bundesliga weiter. Und das Spiel jetzt Bayern gegen Union Berlin könnte tatsächlich ein bisschen ähnlich werden wie gegen Bergamo. Denn für Union geht es noch um richtig wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Klar, die Bayern können dieses Spiel vor der Länderspielpause eigentlich relativ entspannt angehen. Aber Union darfst du niemals unterschätzen. Und man hat es auch wieder gegen Bergamo gesehen. Die Bayern-Spieler geben wirklich in jedem Spiel Vollgas und wollen jedes Spiel unbedingt gewinnen. Und was noch auffällt, sie wollen einfach immer mehr Tore schießen. Und genau daran sieht man auch, in dieser Saison passt beim FC Bayern in der Mannschaft und zusammen mit Trainer Vincent Kompany einfach alles perfekt zusammen. Aber schauen wir nochmal kurz auf die aktuelle Bundesliga-Tabelle. Union Berlin steht aktuell mit 31 Punkten auf Platz 9. Das bedeutet, sie haben 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Heißt also auch, das Team von Trainer Steffen Baumgart wird alles reinwerfen, um weiter fleißig Punkte zu sammeln. Interessant ist auch der direkte Vergleich. Union konnte in den letzten 2 Bundesliga-Heimspielen gegen Bayern jeweils ein Unentschieden holen. Aber der FC Bayern hat die letzten 4 Heimspiele gegen Union Berlin alle gewonnen und das mit einem überragenden Torverhältnis von 11:0 Toren. Eins kann man ziemlich sicher sagen, das wird definitiv kein 0:0 Spiel. Denn Bayern-Trainer Vincent Kompany hat in dieser Saison noch ein ganz besonderes Ziel, den nächsten Bundesliga-Rekord zu knacken. Und zwar den Torrekord aus der Saison 1971/72, den Bayern selbst aufgestellt hat. Damals waren es unglaublich 101 Tore in 34 Bundesligaspielen. Eine absolut mega Bilanz. Und jetzt schauen wir mal auf die aktuelle Saison. Die Bayern stehen richtig aktuell bei 93 Toren. Das heißt, in den letzten 8 Bundesligaspieltagen ist dieser Rekord definitiv drinne. Vor allem mit Spielern wie Michael Olise, Harry Kane, Luis Diaz oder natürlich auch Lennart Kahl. Ja, liebe Bayern-Freunde, dann schauen wir uns jetzt mal die mögliche FC Bayern-Aufstellung für das Spiel gegen Union Berlin am Samstag genauer an. Ja, liebe FC Bayern-Freunde, dann schauen wir uns jetzt mal die komplette Startelf von Kompany für das Spiel Bayern gegen Union an. Fangen wir an mit der möglichen Bayern-Abwehr. Natürlich im Tor
Jonas Obig und auch mehr als verdient seine Nominierung von Julian Nagelsmann jetzt für die Länderspiele. Obig ist für mich persönlich auch auf jeden Fall der 100%ige Nachfolger, falls Manuel Neuer nicht mehr spielen sollte oder seinen Vertrag verlängern sollte, gehört für mich Jonas Obig die Zukunft im Bayern-Tor. Gut, man muss dazu sagen, klar, Tah fällt aus, gelb gesperrt, daher denke ich mal, könnte Kompanie Kim auf jeden Fall jetzt mit in die Innenverteidigung in die Startelf nehmen. Ich würde gegen Union Berlin als zum Beispiel Tom Bischoff als Linksverteidiger aufstellen, gerade für die Offensive. Klar, Bischoff kann super Pässe spielen, aber auch Flanken und Union wird sich hinten reinstellen. Daher wäre das für mich eine optimale Lösung, einen spielstarken Spieler wie Tom Bischoff mit in die Startelf zu nehmen, auch wenn es als Linksverteidiger ist. So Upamecano natürlich auf jeden Fall auch. Und als Rechtsverteidiger würde ich dann Konrad Laimer aufstellen. Er kann auch super über rechts kommen. Ich würde dann Stanisic auf jeden Fall mal eine Pause gönnen. Er spielt auch eine super Saison. Stanisic hat die letzten 9 Spiele bei Bayern in der Startelf angefangen. Und daher würde ich dann mal Josip Stanisic eine Pause gönnen. Dann auch wieder, Eto'o ist auch wieder da. Gegen Bergamo wurde er schon wieder eingewechselt. Daher auch Eto'o eine Möglichkeit. Klar, auch für die Startelf, eventuell für Kim. Aber natürlich dann für die zweite Hälfte, für die Einwechslung, für entweder Upamecano oder vielleicht auch als Linksverteidiger, vielleicht für Bischoff. Aber das hier wäre meine bestmögliche aktuelle Bayern-Abwehr für das Heimspiel in der Bundesliga gegen Union Berlin. So, dann schauen wir uns mal das mögliche Bayern-Mittelfeld an. Und natürlich Joshua Kimmich wieder zurück in die Startelf. Er war ja gelb gesperrt in der Champions League gegen Bergamo und jetzt auf jeden Fall ist er wieder da und auch dann natürlich in der Startelf. Daneben auf jeden Fall auch erstmal zu Beginn an natürlich Alexander Pavlovic. Er ist für mich einer der besten Bayern-Spieler, muss man sagen, sehr jung, aber was er spielt, seine Ruhe am Ball, seine Übersicht, seine Passqualität, seine Genauigkeit, einfach überragend. Daher für mich auch muss Pavlovic bei der Weltmeisterschaft auf jeden Fall in die Startelf. So, jetzt könnte man natürlich dann in der zweiten Hälfte, je nach Spielverlauf, Pavlovic auch mal eine Pause gönnen, dann eventuell Guerrero reinbringen. Ein Leon Goretzka ist ja auch noch da, eher defensiver. Oder natürlich auch, falls Tom Bischoff nicht in die Startelf kommen sollte, wäre Bischoff natürlich meine erste Wahl für eine Einwechslung in der zweiten Hälfte, gerade für das Offensivspiel. Aber das wäre schon mal natürlich mit das beste zentrale Mittelfeld in ganz Europa mit Kimmich und mit Pavlovic. So, dann schauen wir uns mal das mögliche Offensive an, was Bayern aufstellen könnte, beziehungsweise Kompanie. Natürlich muss man sagen, klar, Luis Diaz leider gelb gesperrt, fällt aus. Nicolas Jackson rot, fällt natürlich auch noch aus. Daher auf jeden Fall Lennart Kahl kommt wieder in die Startelf. Ich denke mal auf der 10er-Position. Links außen, Diaz fällt aus. Dann denke ich mal auf jeden Fall Serge Gnabry. Auch er, muss man sagen, wieder sehr gut in dieser Saison. Nicht jedes Spiel, aber schon die meisten. Und wir wissen alles, Hinspiel bei Bergamo hat er einfach mega gespielt. So, dann Olise, natürlich rechts außen. Für mich aktuell der beste Rechtsaußenspieler der Welt. Zum Beispiel diese Saison auch wieder Michael Olise. 15 Tore, 27 Torvorlagen. Überragend. Zum Beispiel hat er jetzt, seit er bei Bayern München ist, 93 Spiele gespielt für den FC Bayern, hat dabei 35 Tore erzielt und 50 starke Torvorlagen gegeben. Das heißt, Olise war insgesamt direkt an 85 Bayern-Tore in den letzten 1,5 Jahren beteiligt. Eine mega Bilanz. Und nochmal zu Lennart Kahl, auch er hat es mehr als verdient, dass Nagelsmann ihn in den Kader berufen hat. 8 Tore insgesamt, 6 Torvorlagen, aber in nur 1740 Spielminuten. Also auch eine super Bilanz für einen 18-jährigen Lennart Kahl. Dazu natürlich im Sturm Harry Kane. Also diese Offensive trotzdem auch ohne Luis Diaz oder natürlich leider immer noch ohne Jamal Musiala immer noch eine super mega Offensive. Lennart Kahl, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane. Es gibt kaum was Besseres in ganz Europa. Und das, denke ich mal, könnte auf jeden Fall die Startelf jetzt von Bayern gegen Union Berlin sein. Dazu kommt auch, hat man gesehen, gegen Bergamo wurde er eingewechselt. Dennis Offli, 18 Jahre jung,
Linksverteidiger und er war auch schon mitbeteiligt an dem Tor von Lennart Kahl. Also ein super Einstand vom Bayern-Talent Dennis Ofli. Linksverteidiger ist ja immer so ein bisschen Problematik, also warum auch nicht ihn in der zweiten Hälfte bringen. Zum Beispiel muss man schauen für einen Tom Bischof über als Linksverteidiger. Hätte er auf jeden Fall verdient, Ofli, und da kann er nochmal zeigen, was er kann. 18 Jahre, das denke ich mal hat eine sehr gute Zukunft beim FC Bayern. Ja, also, das wäre meine bestmögliche Bayern-Aufstellung von Vincent Kompany gegen Union Berlin. Mein Tipp, ich tippe hier auf ein 5:1 FC Bayern Heimsieg gegen Union Berlin. Was tippst du? Schreib deinen Tipp für Bayern gegen Union auf jeden Fall in die Kommentare. Kannst auch mal gerne reinschreiben, wie du den FC Bayern aufstellen würdest. Klar, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber kannst ja auch mal deine Bayern-Startelf in die Kommentare schreiben. Willst du mehr FC Bayern-Videos sehen von meinem Kanal? Dann danke ich dir für einen Daumen hoch fürs Video und natürlich für ein Abo für Werners Fußballecke. Und dann sehen wir uns auch bald zum nächsten FC Bayern-Video. Also dann Daumen drücken am Samstag. Viel Spaß. Bis dann. Tschüss.